Hallo meine Damen und Herren. Zuerst eine Vorbemerkung. Ich habe in meinen Folien unten überall ÖDP stehen. Das ist einfach, weil ich die Folien nicht verändern wollte. Es wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Aber es ist klar natürlich, dass das hier parteipolitisch völlig neutral ist. Also bitte sehen Sie mir das einfach nach. Viele von Ihnen haben sicher die frustrierende Erfahrung gemacht vor Gerichten, dass man aufgetretene Gesundheitsschäden vorträgt und die Richter manchmal mit einem für mich unfasslichen Zynismus darauf eingehen. Also der schlimmste Fall, ich sage jetzt nicht wo, aber das war eine Familie, wo die Tochter, 4-jähriges Mädchen, aufgehört hat zu wachsen, nachdem gegenüber eine Mobilfunkantenne errichtet worden ist. Die älteren Brüder hatten riesen Gesundheitsprobleme und der Richter, es war bloß reiner Zynismus, was da gekommen ist, wäre sichtlich gerichtlich angreifbar gewesen, aber es war ein Oberverwaltungsgericht und da ist es schwierig. Gut, ich sage das am Anfang, weil ich zunächst einmal über die Möglichkeiten überhaupt sprechen will, wo wir politische Möglichkeiten haben. Das Erste, an was jeder denkt, ist die WHO, Weltgesundheitsorganisation, die ja ihren Namen eigentlich davon hat, dass sie die Gesundheit schützen sollte. Das ging historisch anders. Da war ein Herr Repaccioli, der hat eine Arbeit geschrieben, nicht sehr überzeugend, aber immerhin, dass Mobilfunkstrahlung Krebs erzeugt, und dann ist er von der Industrie gekauft worden. Das kann ich mit allen strafrechtlichen Konsequenzen, die so eine Aussage hat, kann ich hier sagen. Er ist gekauft, er hat strategisch sehr klug die Kritiker an Schaltstellen gesetzt, unter anderem hat er den entsprechenden Unterausschuss der Weltgesundheitsorganisation gegründet und deren Meinung ist jetzt klar. Das heißt also, von der Weltgesundheitsorganisation können wir nichts erwarten, diese Leute sitzen da drin. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dann in Verbindung mit Repaccioli, oder besser gesagt Repaccioli in Verbindung mit der Weltgesundheitsorganisation, auch eine Gesellschaft, eine rein privatrechtliche Gesellschaft organisiert. ICNIRP, da kommen wir später noch drauf. Aber wenn ich jetzt so negativ über die Weltgesundheitsorganisation rede, eine Untergruppe davon, nämlich IARC, International Agency, glaube ich, for Research on Cancer, hat ausdrücklich festgestellt, Kategorie 2b, dass Funkstrahlung möglicherweise krebserzeugend ist. Nach den Experimenten, über die wir hier ja schon gesprochen haben, speziell aus den USA, ist gefordert worden, das höher zu stufen in wahrscheinlich krebserzeugend. Das war ein Politikum. Das ist nicht durchgekommen. Der Einfluss der Industrie war zu stark. Aber immerhin, es ist soweit. Und das haben wir ja heute früh schon im Zusammenhang mit dem Vortrag von Herrn Gutbier gesprochen. Das ist keine Wortklauberei. Das ist juristisch ganz entscheidend, weil es jetzt nicht mehr Vorsorgeprinzip ist, sondern mit dieser ganz offiziellen Aussage, letzten Endes der UNO, ist es eine Gefahrenabwehr. Und damit ist jede Regierung verpflichtet, diese Gefahren abzuwehren. Gut, mehr können wir von der WHO nicht erwarten, wie gesagt, wegen des Einflusses der Industrie dort. Dann ist das nächste, an was man denkt, die EU. Wenn man die Verträge anschaut, hier speziell das, was abgekürzt ist mit AEUV, unmögliches Wort, Sie müssen es von hinten her lesen, Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Da ist festgelegt, in welchen Sachgebieten die EU das Sagen hat und in welchen die einzelnen Nationalstaaten. Und die Grenzwerte
von Funkstrahlung und Ähnlichem sind Angelegenheit der Nationalstaaten. Aber es gibt Schlupflöcher. Das ist der Artikel 4.2e, den ich hier zitiert habe. Man kann das Ganze als Umweltproblem ansehen und da gibt es eine geteilte Zuständigkeit. Sowohl die EU als auch die Nationalstaaten können was sagen. Und der Artikel 6a ist vielleicht noch wichtiger. Die EU soll den Gesundheitsschutz koordinieren. Und wenn man das so sagt, muss man einfach wissen, dass die Regierung der EU oder die Leute, die Regierungsfunktion haben, die Kommission ist. Und die Kommission ist nicht gewählt, wie immer behauptet wird. Sie wird vom Europäischen Parlament nur bestätigt, aber nicht gewählt. Und das sind Industrievertreter. Für deren Positionen müssen die Nationalstaaten mit ihrer Industrie absprechen, wer welchen Posten übernimmt. Also da kann man einfach nichts erwarten. Dann ist die nächste Instanz der Bundestag. Der ist tatsächlich für die Gesetzgebung zuständig. Wie es da historisch gelaufen ist, da kommen wir gleich drauf. Und im Prinzip ist der Bundestag bzw. die Bundesregierung die einzige von zwei Stellen, wo man in Deutschland überhaupt das Vorsorgeprinzip anwenden kann. Das andere sind die Gemeinden. Diese beiden sind sogar verpflichtet, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. Und bei den Gemeinden haben wir, das hat Herr Gutbier heute schon gesagt, sehr weitgehende Möglichkeit, solche Masten zu bestimmen, wo sie hingehören, wo eventuell Grenzen gesetzt werden. Wir kommen gleich noch drauf. Aber wichtig von dieser Folie ist mir, dass Sie wissen, in Deutschland ist für das Vorsorgeprinzip und dann umso mehr natürlich für die Gefahrenabwehr einerseits die Bundesebene, Regierung, Parlament zuständig, andererseits die Gemeinden, nicht die Länder. Und ja, das ist für unsere praktische Arbeit dann wichtig. Gehen wir auf das erste, Bundestag. Sie wissen, wie die Gesetze zustande gekommen sind, die Grenzwerte, die 26. nicht aussprechbar Bundesemissionsschutzverordnung, die legt diese also wirklich verrückt hohen Grenzwerte bis zu 10 Watt pro Quadratmeter fest. Jemand hat es einmal so formuliert, die Grenzwerte sind so hoch, damit man sicher ist, sie werden nicht überschritten. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie hier im Ort eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 300 Stundenkilometern haben, sparen Sie sich die Kontrollen. Und ja, das Betrübliche an der Geschichte ist, dass wir jetzt mit 5G an einigen Stellen da dran kommen. Und IGNIRP will diese Grenzen aufweichen. Da müssen wir wirklich die Augen offen halten. Im Augenblick ist es deswegen nicht passiert. Wenn die Grenzen aufgeweicht werden, gibt es eine Novellierung des Gesetzes bzw. der Verordnung und dann haben wir wieder Möglichkeiten, juristisch dagegen anzugehen. Das ist wohl der Grund, warum das bisher noch nicht passiert ist. Behalten wir es im Hintergrund. Es kann sein, dass das sehr kurzfristig auf uns eine juristische Auseinandersetzung zukommt und die kann immer nicht eine Person machen. Gerichte überzeugt man vor allem durch die Masse der Leute, die dahinter stehen. Schlechte Erfahrung mit Gerichten, aber ja gut. Jetzt überlegen wir nochmal, wie kam das zustande mit den deutschen Grenzwerten. Der springende Punkt war, dass IGNIRP, also dieser Lobbyverein der Mobilfunkindustrie, es geschafft hat, sich öffentlich zu präsentieren als die unabhängige Wissenschaftlergruppe, die da zuständig ist. In der Tatsache sind es Industrievertreter. Das sind praktisch alles Leute, die irgendwo schon Arbeiten gemacht haben, die von der Industrie bezahlt worden sind oder sogar direkt im Kontakt mit der Industrie stehen. Schauen wir uns das genauer an. Das war in der kritischen Zeit 1996, als unsere 26. Bundesemissionsschutzverordnung formuliert worden ist. Unter anderem Professor Bernhard, der war bis 1998, also in dieser kritischen Zeit,
im Bundesamt für Strahlenschutz der stellvertretende Direktor. Und er war dann von 1999 bis 2003 in der Strahlenschutzkommission. Und gleichzeitig, also von 1996 bis 2000, war er sogar der Vorsitzende dieses Lobbyvereins der Industrie und von 2002 bis 2004 der stellvertretende Vorsitzende. Ähnlich ist es mit Professor Rüdiger Mattes, da habe ich den Titel vergessen hinzuschreiben, der auch in der kritischen Zeit im Bundesamt für Strahlenschutz der Leiter der Abteilung nicht ionisierende Strahlung war. Sie wissen, nicht ionisierende Strahlung ist ein anderer Ausdruck für die Strahlen, die uns hier interessieren. Und von 1993 bis 2012 war er der wissenschaftliche Sekretär, später sogar der Vorsitzende von IGNIRP. Jetzt Sekretär, da denkt man an eine Sekretärin, die Kaffee serviert. Nein, wissenschaftlicher Sekretär heißt der Verantwortliche für die wissenschaftlichen Projekte. Gut, und wenn wir schon bei dem Thema sind, gehen wir gleich auf die Gegenwart. Die Zwischenzeiten lasse ich aus. Unsere Frau Dr. Gunde Ziegelberger, die in München-Neuherberg die Leiterin des Bundesamts für Strahlenschutz ist gleichzeitig wissenschaftliche Sekretärin von IGNIRP wieder. Also die für die wissenschaftlichen Tätigkeiten von IGNIRP verantwortlich. Die IGNIRP ist mietfrei, also kostenfrei im Bundesamt für Strahlenschutz. Ich mache das immer ironisch so, dass man sagt, auf dem Gang ist ein Kreidestrich, dahinter ist die IGNIRP, davor ist das Bundesamt für Strahlenschutz. So ist es natürlich nicht wörtlich zu nehmen, aber Sie kriegen die Räume gratis, Sie kriegen die Sekretariatsarbeit gratis und kriegen im Jahr noch, es waren einmal 100.000 €, die letzten Zahlen vom letzten Jahr kenne ich noch nicht. Aber Sie werden zusätzlich zu diesen ganzen Vergünstigungen noch massiv unterstützt. Dann gibt es einen Herrn, den ich besonders gern mag, Professor Lerchl, Professor an einer Privatuniversität mit dem Spitznamen Vodafone-Universität in Bremen. Und der war der Vorsitzende des Ausschusses für nicht ionisierende Strahlung der Strahlenschutzkommission. Er war der verantwortliche Leiter des Deutschen Mobilfunkforschungsprogramms. Und da muss man dazu sagen, die haben alle Projekte gestrichen, die zum Beispiel Langzeituntersuchungen gefordert haben. Wir haben ja vorher schon im Vortrag von Herrn Gutbier gehört, dass die Zeit hier ein wesentlicher Punkt ist. Wenn man kurze Zeit jemanden bestrahlt, dann treten viele Phänomene gar nicht auf. Und Professor Lerchl hat aus dem Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm einfach alle Forschungsprojekte rausgestrichen, die überhaupt eine Chance gehabt hat, irgendwelche Fehler oder irgendwelche Gefährlichkeiten zu entdecken. Und dabei hat er was übersehen von der Münchner Universität, die bei Schülern Probleme festgestellt haben, die Strahlen zum Beispiel durch WLAN ausgesetzt waren. Professor Lerchl ist bekannt dafür, dass er viele strafrechtlich relevante Verleumdungen gemacht hat und deswegen darf man jetzt ganz offiziell Lügengeschichtenerzähler und Gefälligkeitsforscher nennen. Man beachte, das ist der Mann, der bei uns das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm geleitet hat. Das ist der Mann, der im Ausschuss nicht ionisierende Strahlung von der Strahlenschutzkommission entscheidend mitgearbeitet hat. Das gibt, glaube ich, den richtigen Blick auf die deutsche Politik bezüglich der Mobilfunkindustrie. Gut, dabei wollen wir es natürlich nicht bestehen lassen, sondern die Frage ist, was haben wir jetzt für Chancen? Das Erste, was gemacht worden ist, gerade im Hinblick auf die Aussagen der Internationalen Krebsagentur, auf die STOA-Studie und so weiter, war eine Gruppe von Belgiern, die in Belgien, und zwar beim Parlament oder beim Gericht in Brüssel
und in der flämischen Region Klagen eingereicht haben. Die Frage ist, ob sie damit durchkommen. Sie dürfen sich die Gerichte nicht so unbedingt als neutrale Organisation vorstellen. Man kriegt immer an den Kopf geworfen, und zwar sogar ich, wenn ich über Gesundheitsschäden rede, die durch Funk aufgetreten sind, dann heißt es ja, du willst doch nicht die Handys verbieten. Das geht doch gar nicht. Also im Klartext sagen die Leute, lieber nehmen wir die Gesundheitsschäden in Kauf, als dass wir da die Handys verbieten. Dass es anders geht, dass wir mit den Grenzwerten arbeiten können und so, das hat Herr Gutbier ja heute Vormittag schon sehr deutlich gemacht. Also es gibt andere Lösungen, bloß die Leute wollen es nicht sehen. Gut, damit müssen wir zurechtkommen. Jetzt laufen aber trotzdem 2 Klagen an. Die eine ist vom Bundesverfassungsgericht, von der Kompetenzinitiative mit dem umständlichen Namen für Mensch, Umwelt und Demokratie. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine Normenerlassklage, das heißt, da kann man dagegen klagen, dass zum Beispiel für Handys keine Grenzwerte da sind und für Decktelefone, obwohl bis zum 25-fachen dieses verrückt hohen Grenzwerts, den wir haben, für andere Anlagen auftreten. Ist also ein Widerspruch der Gesetzgebung in sich. Ob die Gerichte darauf anspringen, ist sehr fraglich, weil eigentlich eine Frist ist, wenn so ein Gesetz erlassen wird, in der man Einspruch erheben kann, und die Frist ist natürlich längst vorbei. Und das nächste ist das, was ich vorher schon mit den belgischen Gerichten angedeutet habe, dass man ebenfalls vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klage macht, Normenkontrollklage, wegen der zu hohen Grenzwerte, wegen der nachgewiesenen Schäden. Und da hilft uns sehr, dass die Europäische Menschenrechtskommission festgelegt hat, wann Nachbarschaftsrecht greift. Und das wäre gleich die nächste Folie. Wenn nachgewiesen ist, dass Schäden entstehen. Konkret, wenn Ihr Nachbar einen Mist über den Zaun wirft oder auf Ihrem Garten, haben Sie einen Schaden, weil Sie den Mist wegräumen müssen. Können Sie klagen. Und so hat diese Menschenrechtskommission ausdrücklich gesagt, Mobilfunk kann einen Schaden machen, aber wenn man konkret Aussicht bei einer Klage haben will, dann muss man diese Schäden ganz konkret nachweisen. Und da haben sich in den letzten Monaten neue Aspekte ergeben, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ganz wichtig, das Planungsrecht der Gemeinden. Ich will nicht wiederholen, was heute früh schon der Herr Gutbier gesagt hat. Die Gemeinden haben sehr große Möglichkeiten. Aber die sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, gesamtplanerische Gestaltung und so weiter. Herr Gutbier hat diese Schrift von Diagnose Funk erwähnt. Es gibt noch eine andere von Professor Kühling in der Kompetenzinitiative, Heft 13, können Sie kostenlos aus dem Internet runterladen. Da steht auch sehr detailliert drin, was die Gemeinden für Möglichkeiten haben. Aber die Bürgermeister werden doch meistens von der Industrie in die Zange genommen und sagen, ja, wenn du das nicht genehmigst, kommt eine riesen Schadensersatzforderung auf dich zu. Schmarrn, Entschuldigung. Aber so wird gearbeitet. Und die Gemeinden, die Bürgermeister trauen sich meistens nicht, dagegen vorzugehen, das heißt, einen Mast zu verhindern. Wie weitreichend die Folgen sind oder die Möglichkeiten sind, die eine Gemeinde hat, ist in diesem Urteil von 2012 nochmal festgehalten. Ich erspare es Ihnen jetzt, das Ganze zu lesen, aber da steht ausdrücklich drin, dass es nicht nur um irrelevante Emissionsbefürchtungen geht,
so drückt sich das Gericht aus, sondern dass die Gemeinde einfach die Möglichkeit hat, für bestimmte Bereiche, nicht für die ganze Gemeinde, sogar Grenzwerte festzulegen. Und es ist die Rede, was wohl gerichtlich schon durchgesetzt worden ist, von 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Wenn man so nimmt, dann ist der Grenzwert bei 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Und Grenzwerte von 100 sind möglich. Also bitte beachten Sie, da ist ein enormes Potenzial, was von den Gemeinden praktisch nie ausgenutzt wird. Ganz kurze Frage, bekommen die nicht auch Geld dafür, die Gemeinden? Also, da weiß ich keinen Fall, wird man auch sehr schwer nachweisen können. Also bei uns wurde ein neues Amt gegründet vor 2 Jahren für Steuerung und Informationstechnik und ich denke mal, die machen das. Ne? Die stellen auch diese Masten auf. Oder es soll jetzt 5G noch weiter ausgebaut werden in der Stadt. Ja, und ich kenne halt auch diesen Amtsleiter. Also ich weiß, was das für ein Typ ist, sozusagen, also für ein Mensch. Und der wird das nicht, also nicht in diese Richtung gehen, sondern in die andere Richtung. Ja. Jetzt eine Frage, gerade das mit den 100 Mikrowatt pro Quadrat, steht das in diesem Urteil explizit drin? In dem nicht. Nein, in dem nicht. Das war irgendwo im Ausland. Lesen Sie es nach in der Schrift von Kühling. Da steht ja, das ist ein Vorschlag von Kühling, aber er ist nicht irgendwo gerichtlich. Doch, das ist irgendwo bestätigt. Ich weiß nur nicht mehr auswendig wo. Gut, ich habe darüber gesprochen, dass wir jetzt neue Möglichkeiten haben, gerade vor dem Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise, wenn wir uns hochklagen, dann vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Möglichkeit ergibt sich, weil die Kompetenzinitiative 2 Dörfer verglichen hat in Franken. Das eine hat einen Mobilfunkmast, das andere nicht. Sonst ist die Bevölkerung sehr, sehr ähnlich. Da sind Parameter geprüft worden, auf die man als normaler Mensch gar nicht kommt. Lachen Sie nicht zum Beispiel, wie viel Käse die einzelnen Leute essen, weil das indirekt beim Säurehaushalt irgendwelche Folgen haben kann. Also ich sage es nur, wie detailliert dieser Vergleich war. Und der Vergleich auf die Masse der Bevölkerung war praktisch identisch, mit einer Ausnahme, dass in dem einen Dorf ein Mobilfunkmast gestanden ist. Wie hießen die Dörfer? Erstens weiß ich es nicht und zweitens würde ich es nicht sagen, wenn ich es wüsste. Weil sonst könnte man sogar die Leute identifizieren. Die steht auch in der wissenschaftlichen Veröffentlichung der Name der Dörfer nicht drin. Aha. Gut, die Frage, auf die man sich konzentriert hat, waren Erbschäden. Und die erste Frage, die man natürlich dann untersucht, DNA, Einzelstrangbrüche, Doppelstrangbrüche. Die Grafik ist hier, das sind im Wesentlichen die Einzelstrangbrüche, die sich zwar unterscheiden. Die Punkte hier in der Mitte, das sind die gemessenen Mittelwerte. Diese erste Box ist die Standardabweichung. Die großen Abstände sind 1,96, glaube ich, mal die Standardabweichung. Und Sie sehen, innerhalb dieser großen Bereiche ist eine kleine Überlappung, aber der Unterschied ist nicht so sehr groß. Es ist dann versucht worden, noch mit anderen Methoden die Doppelstrangbrüche anzusehen. Da sieht man praktisch keinen Unterschied. Und die Einzelstrangbrüche werden ja sehr schnell geheilt, normalerweise durch Reparaturmechanismen. Das heißt, so ein Bild ist etwas, was eigentlich niemand besonders aufregt. Da würde man sagen, die Reparaturmechanismen werden mit dieser Situation fertig. Jetzt sind die Leute, das war Beljajew aus Pressburg, draufgekommen, man könnte sich ja die Chromosomen anschauen und die Chromosomenfehler. Das ist hier gezeigt. In der Gruppe 1, das war das Dorf ohne die Masten, mit einer durchschnittlichen Belastung von fast 29 Mikrowatt pro Quadratmeter. Da hatten wir 3,9% der Zellen mit Chromosomenschäden. In der Gruppe 2 mit gut der 10-fachen Belastung hat man
7,09. Jetzt wird man natürlich sagen, woher kommt das? Denn, bitte? Ich glaube 100-fach, ne? So sind wir in einem 3100 und ja, zu 30? Ja. Ja. So 100-fache. Ja, und jetzt woher kommt das? Zunächst einmal, wie sehen die Chromosomenschäden aus? Das ist auch in dieser Arbeit klar gezeigt. Links das Bild sind die zentrische Chromosomen, da wo die Pfeile sind, sehen Sie 2 Subknotenpunkte. Hier sind azentrische, die haben überhaupt keinen Knotenpunkt, hier und hier. Hier sind ringförmige, das ist hier, wo der Pfeil ist. Das sollte nicht so sein, das sollten in etwa Chromosomen sein, die wie diese ausschauen. Und was ist das? Moment einmal. Entschuldigung. Die sind einfach zu lang, das passt nicht zusammen. Das sind also die Arten von Chromosomenschäden, die untersucht worden sind. Und dann würde man sagen, naja, was soll das? Chromosomenschäden sind ein Zeichen für die Wahrscheinlichkeit, dass entweder Krebs entsteht oder missgebildete Kinder. Und beides ist natürlich alles andere als harmlos. Der entscheidende, juristisch entscheidende Punkt ist, dass man Chromosomenschäden hernimmt bei der Radioaktivität. Es ist ja, wenn Leute klagen wegen zu hoher radioaktiven Belastung, sagen wir mal in einer Firma, ist eine Abschirmung nicht ordnungsgemäß gewesen oder sowas, dann untersucht man diese Leute auf Chromosomenschäden und anhand der Chromosomenschäden schätzt man die radioaktive Belastung ab und schaut, ob es innerhalb der Grenzwerte war oder nicht. Und das kann man natürlich auch machen. Wir haben die Zahl der Chromosomenschäden und schauen, welcher radioaktiven Belastung das entspricht. Und das ist, wenn man es vergleicht, das 76,4-fache des erlaubten Werts für ein Jahr. Und zwar muss man dazu wissen, der Hauptsender in diesem Dorf war ein 4G-Sender, der seit ungefähr einem Jahr gelaufen ist. Also der Vergleich für ein Jahr ist passend hier. Und das würde heißen, dass der Grenzwert für Radioaktivität um das 76-fache überschritten worden ist. Und das ist doch eine Aussage, an der ein Gericht kaum vorbeikommt. Dass das Ganze tatsächlich dosisabhängig ist, zeigt die nächste Grafik. Ich hoffe, die Punkte sieht man. Man sieht in etwa mit einer großen Streuung eine Tendenz bei geringer Strahlung. Entschuldigung. Ja, hier. Bei geringer Strahlung sind sehr geringe Werte, die Tendenz ist steigend. Die Streuung ist sehr groß, weil ja die individuelle Empfindlichkeit je nach Vorgeschichte sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, das ist klar. Unten die Punkte, das sind rein technisch, da hätte ich sehr viel am Programm rumbasteln müssen, um die wegzubringen. Sehen Sie mir das bitte nach. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich das Ganze erklären? Wenn man sowas vor Gericht vortragt, dann kommt natürlich sofort die Gegenseite und sagt, es kann ja gar nicht sein, ist ein Artefakt oder Sie kennen die ganzen Argumente der Gegenseite. Das eine Argument, was immer gebracht wird, ist, dass sich die Schäden im Laufe der Zeit anhäufen. Also man sagt, diese Einzelstrangbrüche werden nicht zu 100% geheilt, sondern nur zu 99%. Und wenn man die über Jahre weg anhäuft, dann bekommt man immer eine größere Zahl. An diesem Argument, ja, ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber da kann man dran kritisieren. Und ein anderer Ansatz ist was völlig Neues, und das ist meine eigentliche Motivation, heute diesen Vortrag zu halten.
Wir haben gelernt, die Schäden von Funkstrahlung passieren zum großen Teil über die Öffnung der Calciumkanäle in den Zellmembranen. Das ist sicher richtig, aber es ist mit Sicherheit nicht der einzige Mechanismus, sondern Sie können sich sicher erinnern an die ganze Forschungsrichtung mit den Biophotonen, hat ja einen Nobelpreis gegeben dafür. Das Ganze ist nicht nur für Photonen im sichtbaren Bereich, sondern auch in dem uns interessierenden Frequenzspektrum. Man muss sich das so vorstellen, viele der Proteine haben Abschnitte, die eine Spirale sind. Und diese Spirale macht Torsionsschwingungen. Die Schwingungsfrequenz ist oft in dem uns interessierenden Bereich. Und dann gibt es schon aus dem Jahr 2000 berühmte Versuche von zwei Enkeln von Niels Bohr, die festgestellt haben, durch diese Schwingungen bei Proteinen dehnt sich das Material, das biologische Material in dem Fall aus. So kann man die Wirkung messen, aber wenn die Schwingungen zu stark werden, dann verliert die Spirale ihre Form. Und dann ist das irreversibel, hier ist die Spirale und die Spirale wird in Form gehalten durch eine ungleiche Ladungsverteilung. Ich habe hier nur an 2 Punkten Plus und Minus hingezeichnet. Das ist ziemlich willkürlich. Zur Spirale wird einfach durch eine Ladungsverteilung in Form gehalten. Und da gibt es sehr genaue Untersuchungen, wie groß ist die Energie, dass man diese Form, diese elektrischen Kräfte aufspaltet. Und die ist gerade in dem Bereich, der bei uns knapp unterhalb der Grenzwerte ist. Wenn man die hohen Frequenzen nimmt, 1/5 der Grenzwerte, bei den niedrigeren etwa die Hälfte. Das heißt, das ist ein Gebiet, der nicht nur von der Frequenz, her passt, sondern auch von den nötigen Energien. Und was passiert, zeigt die nächste Folie. Wenn die Schwingung zu groß wird, dann verliert die Spirale die Form. Solche Spiralen sind für uns besonders wichtig bei der DNA, aber nicht nur dort, sondern auch bei einzelnen Zellstrukturen. Wir kommen gleich noch drauf. Und dass das tatsächlich so der Fall ist, zeigt ein Experiment, was allerdings mit Bakterien gemacht worden ist. Bei Menschen verbieten sich solche Experimente. Man sieht zu einer sehr genau definierten Frequenz, in diesem Fall bei gut 10 Gigahertz, wird die Strahlung absorbiert. Das heißt, das Gebilde kommt in Schwingung und nimmt daher von der eingestrahlten Energie etwas weg und es geht weniger durch. Also das lässt sich so experimentell ganz gut nachweisen. Jetzt ganz kurz noch, das ist ein Bild einer Zelle. Hier innen ist der Zellkern und da drin ist eine, ja, ich nenne es immer Chromosomensuppe. Ich stelle mir das immer vor wie eine Nudelsuppe, wo einzelne Nudelstückchen sitzen, das sind die Teile der DNA. Und bei der Reifeteilung müssen die natürlich irgendwie zusammenkommen und es müssen sich die Chromosomen bilden. Und bei diesem Prozess greift Funkstrahlung ein. Das ist etwas, was in unserer Bewegung bisher noch gar nicht genügend beachtet worden ist. Das greift an 2 Stellen ein. Das eine, dass die DNA selber Torsionsschwingungen macht. Das war die Folie vorher mit der Absorptionskurve. Und das andere, dass, ja, jetzt laienhaft gesprochen, bei der Reifeteilung von einem Spindelapparat Fäden zu den einzelnen Chromosomenteilen gehen, die ordnen. Und bei diesen Fäden ist ebenfalls eine hohe Anfälligkeit gegenüber eingestrahlter Strahlung. Die Zellen haben selber Strahlung, die aber um Größenordnungen natürlich niedriger ist als das, was wir ihnen technisch zumuten. Hier ist bei den kleinen Körpern hier ebenfalls eine Empfindlichkeit auf die Strahlen festzustellen.
Gut, die Konsequenzen aus dem Ganzen kennen Sie. Das ist einerseits die Entwicklung von Krebs, die ja in den letzten Jahren erstaunlich zugenommen hat. Eine Kurve, die ich gerne zeige, ist die. Gehirntumore, und zwar Gliome vom Grad 4, also praktisch immer tödlich. Wenn Sie die Entwicklung anschauen, im normalen Gehirn, in den meisten Stellen, ist es mit Fehler hier in etwa gleich geblieben, grüne Kurve. Wenn Sie aber den Frontallappen, der ja sehr weit seitlich rübergeht, und den Temporallappen nehmen, da wo die Leute telefonieren, da ist es steil hochgegangen. Und jetzt nehmen wir noch die Ergebnisse von Hadell dazu, der gefunden hat, auf der Seite, wo die Leute telefonieren, gibt es mehr Gliome als auf der anderen Seite, wo die Leute nicht telefonieren. Das ist die Sache mit Krebs, nur ein Beispiel herausgegriffen. Sie wissen, dass viele, vor allem die aggressiven Krebsarten, in der letzten Zeit unheimlich zugenommen haben. Und das andere ist Missbildung. Bei der Missbildung kann man bei Menschen fast keine Statistik machen, denn so traurig das ist, wenn wir missgebildete Embryonen haben, dann werden die abgetrieben. Also Statistik kriegen wir in einem Fall, da kommen wir gleich noch drauf, aber bei den Tieren können wir natürlich Studien machen, dass hier das linke Kalb ist einen Tag nach der Aufnahme verendet, und zwar an Deformationen der inneren Organe, die man hier gar nicht sieht. Schauen Sie, das rechte hier, das ist ein Kalb. Für mich schlimmer, ein Ergebnis, an dem ich beteiligt war, mit 27.000, fast so 28.000 Ferkeln. Man kommt an diese hohen Zahlen hin, weil es elektronische Stallbücher gibt, wo sehr viele Dinge aufgezeichnet werden. Und wir hatten ungefähr 20.000 Ferkel aus einer Zeit, wo praktisch keine Strahlung da war. Dann ist 300 Meter von dem Bauernhof entfernt ein Mast errichtet worden mit einer Bestrahlungsstärke, sowas kriegt man bei uns kaum noch so schwach. Also der höchste Wert, den ich gemessen habe, waren 1200 Mikrowatt pro Quadratmeter an einer Stelle, aber normalerweise 700, 800 als Spitzenwert. Und den Erfolg dieser Bestrahlung sehen Sie hier. Also erstens ist die Fruchtbarkeit der Sauen so weit runtergegangen, dass der Bauer wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen hat. Er musste seinen Hof umorganisieren, damit er überhaupt noch Gewinne gemacht hat. Und das hier sind so ein paar Beispiele von äußerlich sichtbaren Missbildungen. Erschreckend, das sind Missbildungen, die vorher in dieser Form nie vorgekommen sind. Wenn man aber die Afterlosigkeit und die Zwitter, die auch normalen Ferkeln immer wieder vorkommen, dann kommen wir auf etwa 0,8% der Ferkel, die sichtbare Missbildungen hatten. 0,8%. Die unsichtbaren, also Missbildungen der inneren Organe, nicht mitgerechnet. Übertragen Sie das auf den Menschen. Der Mensch ist ja biologisch dem Schwein sehr ähnlich. Und ich habe vorher schon gesagt, es gibt bei Menschen keine Statistik mit einer Ausnahme. Das ist das Bild links oben mit der offenen Bauchdecke. Da kriegt man jetzt in der neueren Zeit ganz gute Statistiken, weil die Überlebenschance der Babys mit offener Bauchdecke über 90%, weit über 90% ist, wenn es rechtzeitig entdeckt wird, also vor der Geburt. Dann kann man das operieren und die Kinder haben dann meistens hinterher überhaupt keinen Schaden. Und von daher kriegt man eine Statistik und die zeigt, dass die Zahl rasant wächst. Eine Arbeit hatte den Titel sogar, ob das nicht ein epidemisches Ausmaß annimmt. Das halte ich für übertrieben, so viel nicht, aber es gibt ständig mehr solche Babys. Jetzt möchte ich zurückgehen zum Anfang. Wir hatten von dem Frust gesprochen, den viele Leute von uns haben wegen der Gerichtsverhandlungen.
ist sowas in Zukunft überhaupt noch möglich? Wenn wir diese Ergebnisse, vor allem den Vergleich von bestrahlten und unbestrahlten Tieren und Menschen in Dörfern, in benachbarten Dörfern anschauen, dann sind die Kriterien erfüllt, die eigentlich jedes Gericht anerkennen muss, nicht von einer theoretischen Gefahr, von einer unwahrscheinlichen Gefahr, nein, von aufgetretenen Fällen. Das heißt, wir haben jetzt eine andere Position, aber die können wir nur ausnützen, wenn wir das auch in der Bevölkerung bekannt machen. Denken Sie dran an das, was ich zumindest immer wieder vorgeworfen bekomme, ihr werdet doch nicht uns die Handys verbieten, egal was ist. Es liegt an uns zu zeigen, was passiert, und es liegt an uns zu zeigen, dass es auch ohne diese starke Strahlenbelastung geht, dass es technisch möglich ist. Und damit, mit diesem Aufruf, möchte ich enden. Bitte, es liegt an uns, ob in der nächsten Zeit was passiert oder nicht. Danke.